Mein Name ist Jürg Scheidecker und ich bin seit 17 Jahren bei der Firma Rötlisberger. Bin verantwortlich für die Kollektion. Also das heißt, wir sind eine große Schreinerei, wir haben Innenausbau und eine Planungsabteilung und die Designmöbel. Und das ist dann Rötlisberger Kollektion. Und dort bin ich der Geschäftsführer, mache das Marketing und den Verkauf. Ja. Auf welche Produkte sind Sie besonders stolz bei Rötlisberger? Ja, also vor einem stehen wir gerade, das ist mein Lieblingsprodukt, der Shell-Schrank von Ubald Klug. Das ist eigentlich ein Schrank aus einem Formsperrholzplatte, aus einer Multiplex-Platte wollte ich sagen. Und es ist eigentlich genau gleich, wie wenn man einen Karton nimmt, mit dem Japan-Messer einritzt und eine Box faltet. Nehmen wir eine große Platte, fräsen die Linien ein und falten dann eine Box über eine Form. Das war jetzt gerade die Firma, aber die kann warten. Genau, das ist eigentlich so. Und am Anfang war eigentlich die Idee, der Designer kam mit einer Konstruktion, einem Gerippe und hat eine Lastwagenplane darum gespannt. Dann haben wir gesagt, ja, ist spannend von den Formen her, aber bei Tut gibt es einen ähnlichen Schrank. Und dann haben wir ihn nach Hause geschickt und nach ein paar Wochen kam er dann mit der Holzhülle dazu. Und das war 1997 und seither ist er in Produktion. Sie haben in den letzten beiden Jahren noch andere interessante Produkte gebracht. Welche stehen da so jetzt bei Ihnen so im Vordergrund? Ja, sicher der Formsperrholzstuhl von Torsio. Ja. Dort haben wir auch lange gearbeitet, bis man es machen kann. Das ist eigentlich immer typisch Rötlisberger. Wir suchen immer diese konstruktiven Schwierigkeiten, weil das ist dann gleichzeitig auch ein Kopierschutz. Und die Firma selber, oder Peter Rötlisberger vor allem, der liebt es, eben so Entwicklungsarbeiten zu machen und das ist so, und beim Torsio-Stuhl war das auch alles zusammen, oder? Genau. Wie gestaltet sich so ein Prozess von der Idee, wo entsteht die Idee beim Designer, wie funktioniert das? Ja, das ist immer sehr unterschiedlich, aber in der Regel arbeiten wir so mit einem Netzwerk zusammen, mit gewissen Designern, die wir kennen, und so kommt man dann immer wieder ins Gespräch, wenn man sich sieht oder einen Termin macht, und dann entwickeln sich so dann langsam Produkte. Aber selbstverständlich gibt es auch Einsendungen von Designern, wo uns gefallen, und wir suchen den Kontakt. Es ist nur so, dass wir viel mehr machen könnten, als wir eben machen. Also, weil es einfach ein neues Produkt, das bedingt immer große Investitionen, und so kann man ja pro Jahr ein Produkt machen, also in unserer Größe. Ja, wir sind nicht so groß. Oder? Wie lange dauert so ein Prozess wirklich von der Idee bis zur Umsetzung? Also es ist unterschiedlich. 6 Monate ist so das Minimum, sage ich mal. Aber in der Regel dauert es 1 Jahr, oder manchmal eben wie beim Shell-Schrank, da waren es 2,5 Jahre. Also das, weil da verschiedene Hürden zu nehmen sind. Ja, genau. Was ist in der Pipeline? Was können wir erwarten? Ja, es hat schon noch einige Prototypen. Jetzt, dieses Jahr haben wir einen kleinen Salontisch oder Coachtisch gebracht. Das war ein Produkt, das eigentlich schon fast fertig war. Und wir haben einen interessanten Stuhl in der Pipeline, und ein spannendes Regal. Ja, wir sind neugierig. Ja, kommt wieder. Wie verträgt sich das Internet mit Möbeldesign, mit Designermöbeln, Entstehung, Vertrieb? Was halten Sie davon? Ja, es ist spannend. Es wird irgendwie die Zukunft sein. Aber was natürlich immer wieder bei so wertigen Möbeln wie unseren ist, dass die Menschen das auch berühren wollen. Es hat auch eine schöne Haptik, also darum ist das auch sehr wichtig. Also das wird immer irgendwo beides brauchen. Also es braucht irgendwo den Laden oder den Schauraum, aber natürlich, um ans Publikum zu gelangen, ist das Internet eine interessante Geschichte, um Informationen sich zu holen. Also da glaube ich schon sehr daran. Aber verkaufen über das Internet, denke ich, ist vor allem bei Klassikern möglich, die man kennt. Bei neuen Produkten, denke ich, ist es schwieriger. Was gefällt Ihnen an Mailand? An Mailand, ja, das Essen mal in erster Linie.
Das ist immer super, oder? Und ja, die Messe als solches finde ich auch sehr stark, also auch rein logistisch. Für den Hersteller ist es wirklich super hier da auszustellen. Es ist wirklich alles sehr easy. Bis einfach der große Kampf ist, dass man einen Messestand bekommt. Also da gibt es Wartelisten und wir sind jetzt seit 5 Jahren dabei, oder? Und wir haben viele Schokolade gebracht der Messeleitung, damit wir den Platz kriegen. Ja, auf der anderen Seite, das gefällt Ihnen nicht an Mailand? Ja gut, also die Hotelpreise in Mailand, die sind irgendwo nicht von dieser Welt, aber sonst gibt es nicht viel auszusetzen. Okay, vielen Dank. Gern geschehen. Super.